In dieser Folge. Ich habe den gesamten Freitag von morgens bis abends da dran gesessen und das war erst der erste Tag. Ich habe 14 Tage damit beigetan, die ganze Struktur aufzubauen. Da hast du direkt deinen Benutzeraccount angelegt. Ich hatte die Enzyklopädie hier, so ein Wiki zu haben, in dem man dann tatsächlich aktiv die Sachen editieren kann, und es hatte schon einen Reiz. Das ist ja jetzt die deutsche Episode mit dir und mir. Wir haben uns mit Dan und Harry unterhalten, den Machern der Original Memory Alpha. Hallo und willkommen zum Memory Alpha Podcast anlässlich des 20-jährigen Bestehens von Memory Alpha. 2003 hat Memory Alpha angefangen zu existieren, im November die englische Version, 2004 dann im Mai die deutsche Version, und da kommen wir ins Spiel. Mein Name ist Florian, mir gegenüber in einer mehrere hundert Kilometer Entfernung sitzt Jan, am Internet verbunden, und wir beiden haben mit dem Memory Alpha auf der deutschen Version den Grundstein geschlossen. Hallo Jan. Ja, hallo. Ja, ich muss sagen, der Credit für Memory Alpha, dass die Seite überhaupt aufgesetzt geht an Florian hier. Er hat die Seite oder den Antrag gestellt, dass es auch eine deutsche Sprachvariante gibt. Ich war vorher ein bisschen auf der englischen Variante unterwegs. Und irgendwann habe ich dann angefangen, okay, gut, ich sehe, dass das ist da, und ganz stumpf angefangen, einfach auf der Next Generation Seite Episodenliste einzuführen, und das hat irgendwie so seinen Lauf genommen, und ich kann mich noch sehr gut erinnern, irgendwann hat Florian gesagt, oh, hier ein bisschen langsam, ich bin noch beim Einrichten. Ja, tatsächlich. Das ist immer noch ein ziemlicher gebracht, ja? Jan, du kannst dir das nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wann ich den Antrag gestellt habe. Möglicherweise war das in irgendeiner Form Mittwoch oder so, und dann hat es ein paar Tage gedauert, bis Dan sich dann gemeldet hat und das dann technisch weitergegeben hat. Der 14. Mai, als es alles angefangen hat, das war ein Freitag. Und ich musste das auch nachrecherchieren mit den letzten Änderungen aus dem Wiki. Und zwar habe ich da um 8 Uhr, ich glaube vielleicht sogar genau um 8:07 Uhr angefangen mit der Hauptseite, die zu erstellen. Und dann sukzessive die anderen Seiten, die internen Seiten, die Hilfeseiten, die Policies, also die Richtlinien etc. pp. Ich habe den gesamten Freitag von morgens bis abends, also wirklich bis 22 Uhr noch da dran gesessen. Und das war erst der erste Tag. Ich habe 14 Tage einfach nur damit beigetan, die ganze Struktur aufzubauen. Und direkt am ersten Tag, ich weiß nicht, das deutsche Wiki war keine paar Stunden alt, da hast du direkt deinen Benutzeraccount angelegt und direkt auch deine Benutzerseite in den Sand gesetzt. Ich habe das nochmal recherchiert, du hast auch 14 Tage brav gewartet, bis du mit deinem Next Generation weitergemacht hast, aber bevor wir uns beide an die Artikel gesetzt haben, hast du noch meine Edits kontrolliert und immer dazu geschrieben, Typo. Also es könnte sein, dass ich auch deswegen ein bisschen gestresst war. Du hast mir ein bisschen sehr viel Feuer unterm Hintern gemacht. Ich glaube, dann so die ersten Aktionen von mir waren auch irgendwie auf der englischen Seite Interwiki-Links zur deutschen Seite zu setzen, damit das auch ein bisschen mehr auffällt, dass man da hin und her springen kann, die Seite auch auf Deutsch navigieren kann. War natürlich noch kein Inhalt da, aber ich glaube, es hat geholfen, oder es war dann halt auch irgendwie so eine eigene Dynamik, dass dann die Leute auch rüberkamen und miteditiert haben. Genau, wenn man dann erstmal sieht auf dem Englischen, weil das war ja, glaube ich, das einzige, also es war auf jeden Fall das erste. Ich weiß nicht, ob es das einzige zu der Zeit war oder ob das holländische Memory Alpha auch schon da war. Also später kamen natürlich noch die ganzen anderen Sprachen, Spanisch, Französisch und ich weiß gar nicht mehr wie viel, aber wenn man dann erstmal sieht, das gibt's auch in deiner Sprache, die du gerade am besten sprichst, dann möchtest du ja vielleicht dann auch nochmal Hand anlegen. Und ich kann mich erinnern, zuerst habe ich auch nur die ganzen Seiten genommen, die in Englisch existiert haben, und dann, so gut es da halt ging, mit meinen Englischkenntnissen das zu übersetzen. Die Leute sind ja dann auch gekommen. Ich habe nochmal in den Ankündigungen gelesen, also auf Englisch hieß es Announcements. Das habe ich dann auch kopiert, die Memory Alpha Ankündigung, dass wir nach nur einem Monat am 13. Juni den 100. Artikel live gestellt haben. Ich war damals sehr stolz darauf, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass das so Fahrt aufnimmt damals.
Aber ich meine, du kamst ja dazu und dann hast du mir Feuer unterm Hintern gemacht und hast deine Freunde vom Memory Alpha, der englischen Memory Alpha mitgebracht und das war eine lustige Party. Weißt du eigentlich noch, was der 100. Artikel war? Nee, kein blassen Schimmer. Habe ich auch nicht nachgeguckt. Aber Hast das weißt du du nicht bestimmt. nachgeguckt? Ich weiß es und ich möchte weder bestätigen noch dementieren, dass ich etwas mit der Auswahl dieses Artikels zu tun hatte. Es war möglicherweise vollkommen zufällig, dass es der Artikel zu Gene Roddenberry war. Bösartige Unterstellung, wenn irgendjemand behauptet, dieser Gene Roddenberry-Artikel war ursprünglich der 106. Artikel und ich habe 5 andere Artikel gelöscht, damit es der 100. wird. Ich kann zu meiner Verteidigung einfach nur sagen, dass auch die deutsche Memory Alpha damals sehr große Qualitätsrichtlinien hatte und einige Artikel das dann halt nicht geschafft haben. Natürlich. Zwinker-Smiley, nee, das habe ich tatsächlich etwas manipuliert, weil den 100. Artikel fand ich zu dem Zeitpunkt irgendwie wichtig und ich habe die Biografie von Gene Roddenberry, die englische Biografie von Gene Roddenberry irgendwie durchgeackert in den Sommerferien, irgendwie jeden Tag gelesen und auswendig gelernt und dann im Memory Alpha, ins deutsche Memory Alpha reingehackt. Ich glaube, ich habe auch im Englischen ein bisschen editiert, das müsste ich aber nochmal nachgucken. Und das ist mir heute aufgefallen, dass, oh Gott, jetzt riecht's gleich wieder nach Eigenlob, Gene Roddenberry tatsächlich einer der exzellenten Artikel der deutschen Memory Alpha ist. Ja, gut, kann man machen. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie einen exzellenten Artikel geschafft habe, reinzukriegen. Also Gratulation, dass du das geschafft hast. Es hilft, wenn man Administrator ist. Das auf jeden Fall. Ich habe auch nachgeguckt. Ich war nicht vom ersten Tag an Administrator, sondern erst im Oktober hast du mich an die Kette gelegt sozusagen und gesagt, hier, jetzt mach mal ein Commitment. Das ist das Buch und das sieht schon etwas sehr alt aus. Das habe ich leider nicht. Ich habe das Making-of irgendwann, also das Making-of Star Trek habe ich mir besorgt. Von 1994. Aber das fing auch tatsächlich so an. Also das hatten wir auch in der englischen Version unseres Interviews natürlich. Ich hatte die Enzyklopädie hier, hatte da auch meine handschriftlichen Notizen immer drin und so ein Wiki zu haben, in dem man dann tatsächlich aktiv die Sachen editieren kann und Korrekturen einfließen lassen kann. Auch so ein paar Überzeugungen, wo man zu anderen Schlüssen kommt als die offiziellen Editoren damals oder der Enzyklopädie. Das war schon ziemlich cool. Das hatte schon einen Reiz. Ganz kurz, wenn du sagst, die englische Version. Ich meine, das ist ja jetzt die deutsche Episode mit dir und mir. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon rausgekommen ist oder noch rauskommen wird, ob ihr die Sache schon gesehen habt, aber wir haben uns mit Dan und Harry unterhalten, den Machern der Original Memory Alpha, und das ist auch noch eine lustige Geschichte, weil die haben auch schon vor dem 23. November 2003 an irgendeiner Art von Memory Alpha selber gearbeitet und Dan und Harry haben da diese Vorarbeit genommen und dann in irgendeine Form von Wiki gesteckt und das dann veröffentlicht und daraus ist dann das Memory Alpha geworden. Und den Vorlauf hatte ich damals, diesen Luxus hatte ich damals nicht in der deutschen Version. Ich musste wirklich mit am lebenden Objekt die neuen Artikel hinzufügen und mir auch meine liebevoll vorbereiteten Artikel unter der Hand irgendwie korrigieren lassen. Ehrlich gesagt, das war auch für mich damals eine neue Erfahrung, so gemeinsam an einem Artikel zu arbeiten. Also ich meine, jeder kennt es, was weiß ich, aus der Schule, der macht eine Hausarbeit und dann schreibt er sich dann irgendwie so seinen Artikel auf. Aber wenn du dann auf einmal siehst, du hast einen Artikel, du fängst an daran zu arbeiten, machst die einzelnen Unterteilungen in, weiß ich nicht, Unterkapitel oder bei einer Episode machst du dann die ganzen Akte. Und dann kommt auf einmal jemand und schreibt dann noch was dazu und das macht sogar Sinn. Und das ist sehr, sehr interessant für mich gewesen damals, diese Feststellung. Ich bin durch Wikipedia zu Memory Alpha gekommen, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht wirklich viel mit Wikipedia zu tun. Ich hatte vielleicht irgendwie 1, 2 Artikel mal ein bisschen verbessert, verlängert, aber ich war nicht wirklich der große Schreiber. Jan, wie war das denn für dich so mit der Community klarzukommen?
Ja, ich überlege auch gerade, wie das war. Also ich war zuvor aktiv auf den Bulletin Boards. Da gab es das Track BBS, dann gab es eine deutsche Variante von dem Track BBS. Das ist dann aufgegangen in das Track Zone Network. Flair, wo Harry und Dan unterwegs waren, war immer sehr speziell. Das war nicht so aktiv, da passierte nicht ganz so viel, aber wenn etwas passierte, dann war es immer von einer hohen Qualität, fand ich. Und über diese Connections bin ich halt zum Memory Alpha gekommen. Ich weiß noch, zu der Zeit war Wikipedia, glaube ich, gar nicht so groß. Vielleicht auch, verwechsel ich das jetzt auch, war ein Jahr früher. Da hat man dann in Google einen Suchbegriff eingegeben und dann kamen immer diese dämlichen Wikipedia-Links, weil da klickte man dann drauf und da stand eigentlich nichts. Da stand irgendwie die Überschrift und ein minimaler Inhalt. Also das kann man sich aus heutiger Sicht gar nicht mehr so richtig vorstellen. Das war echt Rauschen teilweise. Ja, also man wollte irgendwie was finden und dann ist man auf diese Wikipedia-Seite geleitet worden. Vollkommen nutzlos, da stand ja einfach nichts. Und wenn man sich so vorstellt, dass es heute die größte Online-Enzyklopädie, unglaublich. Und ja, auch bei der Wikipedia war ich eigentlich nie aktiv, aber halt bei Star Trek, da kannte ich die Sachen, das interessierte mich und ich glaube für mich damals war auch noch so der Reiz, das halt auf Englisch zu machen. Es war für mich kurz nach der Schule, hatte mein Schulenglisch. Ich hatte gerade mit dem Studium angefangen und ja, war dann da gezwungen, auch Texte auf Englisch zu verfassen. Und das war dann halt auch eine Erleichterung, als ich dann die Texte auf Deutsch verfassen konnte. Ja, also wieder zurück in die eigene Muttersprache. Aber ich glaube, das hat auch so ein bisschen einen Grundstein gelegt, wie man arbeiten kann. Ja, also man sucht sich irgendwie zu einem Thema dann alle Informationen, stellt diese auf diese Seite und man hat die Möglichkeit, das immer wieder zu überarbeiten. Es kommt laufend Input rein, wie man das verbessern kann. Das ist schon eine sehr gute Erfahrung gewesen und sicherlich auch Gold wert, so zu arbeiten. Also ich mache es noch heute. Also ich habe jetzt mit anderen Mitteln natürlich Sachen, die ich für die Arbeit brauche, die klatsche ich auch erstmal in mein persönliches Wiki sozusagen, was ich da habe. Und es ist dann erstmal gespeichert. Es ist raus aus dem Kopf, es ist da und kann dann halt irgendwie wieder sortiert werden zu dem, was man braucht. Also du hast überhaupt gar kein Problem, wenn dann jemand kommt und dein unstrukturiertes Dokument nimmt und das dann nochmal neu aufbereitet und neue Bilder hinzufügt oder was weiß ich, die Absätze verändert und noch mehr hinzufügt, als da schon war. Finde ich gar kein Problem. Also begrüße ich. Wo ich dann grantig werde, ist, wenn dann da Halbwahrheiten geschrieben werden. Also das ist dann etwa. Aber dafür gibt's ja auch die Diskussionsseiten, wo man dann sagen kann, nee, halt das und das ist halt nicht da passiert. Das wird zwar in einigen Materialien so kommuniziert, dass es passiert ist, aber wenn man dann die ursprüngliche Quelle sich anschaut, das wurde in der Episode nie so gesagt. Die ursprüngliche Quelle, da sagst du, aber das wollte ich dir auch gerade noch fragen, wo du dann von Deutsch und Englisch sprichst. Wie hast du denn Star Trek gesehen? Also ich gehe mal davon aus, du hast auch mit der nächsten Generation oder Star Trek TNG angefangen? Ja. Ist das zunächst auf Deutsch oder auf Englisch oder hast du dir auch die DVD-Boxen gekauft? Es war Star Trek The Next Generation, das lief zu der Zeit im Fernsehen. Ich weiß noch, dass die 7. Staffel, glaube ich, dann ganz groß angelaufen war zu der Zeit und den Pilotfilm von DS9 habe ich noch verpasst, weil der irgendwie freitags abends lief und dann bin ich erst bei der 3. Folge sozusagen da eingestiegen, aber das war alles auf Deutsch und das ist auch so geblieben. Ich glaube dann, die erste Folge auf Englisch, die ich gesehen hatte, war der Pilotfilm von Voyager. Das hat einen Schulkamerad, dessen Mutter war Stewardess und die hat es in den USA kaufen können. Da haben wir uns da halt versammelt und die Episode geschaut. Aber das hat sehr lange gedauert, bis ich dann tatsächlich das auch auf Englisch geschaut habe. Und das
war dann auch auf DVD und das war The Original Series. Aber Jan, warum konntest du das denn nicht gucken? Ich muss da so ein bisschen nachgreifen, auch für die Jüngeren unter uns. Ich meine, wir sind ja zwei alte weiße Männer, die vom Krieg erzählen. Und du sagst, ich habe die Episode verpasst. Heutzutage streamst du die ja einfach live. So, die Älteren erkennen noch eine Videokassette. Hattest du denn keinen VHS-Videorekorder zu der Zeit? Ich hatte einen VHS-Videorekorder, aber ich müsste jetzt in meine Grabbelkiste gucken. Ich glaube, so eine getapte Videokassette mit Originalspur kostete damals 40 Mark. Das waren natürlich immense Summen für einen Schüler. Ja, ich rechne das ganz kurz in Euro, 40 Euro. Ja, genau. Nur damit man das halt auf Englisch sehen kann. Und wie gesagt, zu Schulzeiten war mein Englisch halt auch einfach überhaupt nicht gut. Also ganz und gar nicht gut. Ja, also mein Englischlehrer hat mich in der 10. Klasse mit einer 4 davonkommen lassen. Oh, herzlichen Glückwunsch. So gut war mein Englisch. Das hat sich dann erst zum Abi geändert, wo man dann die Schule vielleicht ein bisschen ernster genommen hat. Ging ja plötzlich um was, so ungefähr. Nee, also es war halt The Original Series, die ich auf Englisch dann gesehen habe. Da hatte ich mir dann auch die DVDs gekauft. Ich glaube, das war noch bevor die Remastered Serien halt kamen. Und ja, das machte ich auch in erster Linie, weil ich gelesen hatte, dass halt die Synchronsprecher dort sehr frei mit den Texten waren. In der Originalausstrahlung im ZDF damals, ja. Genau, ja. Und dann hatte ich halt das als Lehrmaterial, wie man Englisch, um Englisch Comprehension verstehen zu können, tatsächlich genommen. Weil die Folgen kannte ich ja inhaltlich relativ gut. Das heißt, es war bereits... Ohne Untertitel hast du es geguckt dann. Nochmal bitte? Du hast es dann ohne Untertitel geguckt. Ich habe sicherlich noch erst mit Untertiteln geschaut, aber so grob, es war ja klar, was passieren sollte, und es ging dann auch langsam darum, dass ich halt im Internet immer englische Sachen raussuchte, und die Filme habe ich dann auch mir auf DVD gekauft, und müssen jetzt ungefähr schon zur Enterprise-Zeit sein. Da war es dann natürlich auch, dass das hat Ewigkeiten gedauert, bis die Sachen auf Deutsch dann ins Fernsehen kamen. Ich habe zufällig noch irgendwelche von meinen Freunden selbstgebrannte Enterprise-DVDs bei mir gefunden beim Aufräumen. Das war ganz interessant. Da habe ich dann, glaube ich, die erste oder zweite Staffel dann auf selbstgebranntem Medium, weil es gab es zu der Zeit bei uns halt nicht. Und ich war zu der Zeit auch noch Hardcore-Fan. Muss zu meiner Schande gestehen, das hat sich in irgendeiner Form jetzt ausgewachsen, leider. Das heißt, auch Star Trek PK habe ich nicht wirklich weiterverfolgt. Was daran auch liegt, dass ich kein Amazon Prime Kunde bin, sondern nur Netflix konsumiere. So, und insofern hatten wir uns damals unsere Sachen dann halt auch mehr oder weniger piratiert aus dem Internet heruntergezogen, um am Ball zu bleiben, was da jetzt gerade passiert. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch genug Englischkenntnisse, um auch die Sachen auf Englisch zu hören und zu verstehen. Und auch interessant ist, wenn man dann die gar nicht mal so schlecht gemachte deutsche Synchronisation hört, welchen Unterschied das dann tatsächlich macht. Und irgendwie gewöhnt man sich an die Originalsprecher, also an das englische Original, und sieht dann das Deutsche als, für die weitere Familie, aber für mich halt als nicht so gut an. Ich würde das dann doch gerne auf Englisch gucken. Und das passiert mir heute auch noch. Wenn ich dann irgendwo eine Serie sehe, also wie gesagt, auf Netflix bin ich heutzutage zu Hause, wenn ich eine Serie sehe und dann irgendwie neugierig mal den englischen Originalton einschalte und das so ein interessanter Dialekt ist, den ich so noch nicht kenne, höre ich das gerne auf Englisch, weil es gibt Sachen, die sind auf Englisch so subtil, dass du das auf der sprachlichen Ebene darstellen kannst, dass sie verschieden sind. Ich sage jetzt mal, dass Vulkanier anders sprechen, oder Deanna Troi ist ein gutes Beispiel bei Next Generation.
Da können wir auch noch drüber diskutieren, dass Deanna Troi ihren Akzent ja erstens selbst entwickelt und zweitens von der ersten bis zur 7. Staffel komplett verändert hat. So, und das ist sehr interessant, da dann zuzuhören, wie unterschiedlich die Leute sind. Auf Deutsch spricht man ja sprechen alle Sprecher Standarddeutsch. Da hörst du keinen Dialekt raus. So, und das fand ich so interessant bei der englischen Version. Das mit Deanna Troi, das wusste ich noch nicht mal. Also wieder was gelernt. Interessant. Ja. Ja, ich war sehr schockiert zu hören, zu lesen irgendwann, dass sie tiefschwarze Kontaktlinsen tragen musste für die Rolle. Also das war auch so etwas. Das wusste ich nicht. Siehst du? Das hat auch Major Barrett hat das dann halt auch für ihre Rolle gemacht, um halt, Betazoiden haben halt tiefschwarze Augen. Ja, wir sind ja die ältesten Mitglieder von der deutschen Memory Alpha, um das mal so zu sagen. Und du hast dich mehr oder weniger darum gekümmert, auch die anderen Sprachen anzubinden an die deutsche Version. Und ich habe mich mehr damit begnügt, mit der Community mich so ein bisschen zu beschäftigen und da in den Diskussionsseiten und in den Policies so ein bisschen auch für Ausgleich zu sorgen, weil der eine möchte irgendwie besonders viele Fotos machen von einer Episode und der andere sagt, es reicht, wenn du 1, 2 Fotos machst von der Episode, da auch irgendwie eine Art von Konsens zu schaffen. In der nächsten Episode... Jan, ich habe irgendwie das Gefühl, wir sollten mal später nochmal mit anderen über Bücher reden. Was hältst du davon? Hast du zufällig auch Kontakt zu Jörg Hillebrand? Ja, doch, können wir mal so Schnitt sagen hier. Und da du auch ausgewiesener Star Trek-Experte bist und inzwischen auch einen IMDb-Credit hast. Ich bin ja immer noch Administrator bei der englischen Memory Alpha und von daher kann ich sicherlich zu Memory Alpha auch was sagen. Jörg, war schön, dich hier mal so indirekt zu sehen. Apropos Starstruck. Toll und herzlichen Glückwunsch zu allem mit Picard. Und Danke.